Hi Leute, Mensch, heute überschlagen sich aber auch die Informationen und das Ganze hier in Türkei verdichtet sich ja extrem. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir doch, wie heißt es, bei den ganzen illegalen Migranten an. Die gibt es ja, das Problem gibt es ja auch in Europa. Da gibt es, habe ich mal die Zahlen gesehen, irgendwie 700.000 illegale Einwanderer. Und was machen die Leute? Die versuchen dann irgendwo unterzukommen. Nehmen dann halt eine Mietswohnung und zahlen ihre Miete. Keine Ahnung, woher sie das Geld haben, kann man sich selber ausdenken oder ausmalen. Ja, und der Bevölkerung vor Ort ist dann halt immer das Problem, je mehr, ist ökonomisch, natürlich ökonomisch, wie immer halt, ne? Angebot, Nachfrage. Wenn die Nachfrage hoch ist, aber das Angebot zu gering, dann steigt der Marktpreis. Ist halt in allem, was mit Handel zu tun hat. Und ja, wenn dann auf einmal so 700.000 illegale Einwanderer kommen, abgesehen von den ganzen legalen Einwanderern, ne, ist dann auf einmal so eine riesen Nachfrage da, aber dem gegenüber ist da nur so ein kleines Angebot. Ne? Und dann steigen auf einmal die Preise. Ne? Und alle sagen, ach mein Gott, die Preise sind gestiegen. In Deutschland ist es ja genauso. Ich meine, was habe ich da im Kopf? In München? Irgend so eine kleine Wohnung? Ich weiß es nicht, die genauen Zahlen, aber ihr wisst es selber. Die Preise sind einfach extrem gestiegen in Europa. Also, ich kann das auch von Köln sagen. Ich habe ja versucht selber, ich habe ja selber Wohnungen gehabt. Und klar, kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich Geld verdienen will, ne? Aber ja, geht halt nicht ohne Geld, ne? Wie willst du denn überleben ohne Geld? Also versuchst du Geld zu verdienen, ne? Und ich habe natürlich auch mich der Nachfrage angepasst, ne? Ich meine, wenn ringsrum ein Tausender verlangt wird, ne, für ein kleines Apartment, ne, da fange ich nicht an und sage dann, ja, du kriegst für 300, ne? Ich versuche die Preise niedrig zu halten. Das funktioniert nicht. Weil die Preise sind alle gestiegen. Und wenn du da alleine da kommst und versuchst, den Preis niedrig zu halten, das ist lächerlich. Also muss dann irgendwas an der Nachfrage geändert werden. Ich habe festgestellt, irgendwie Statistik, 700.000 Einwanderer sind gekommen, irgendwie in 21 genau waren es gewesen, 80.000 wurden abgeschoben von den illegalen Einwanderern und in 22 wurden dann 50.000 abgeschoben von den 700 Illegale. Die Legalen sind noch gar nicht drin, aber ist egal. Das Problem gibt es auch hier in Türkei. Also hier gibt es auch illegale Einwanderung und der türkischen Bevölkerung gefällt das schon die ganze Zeit nicht, dass die Mietpreise steigen. Die steigen. Auch hier. Manch einer kann sich das gar nicht mehr. Ich kenne einen persönlichen Fall, das ist irgendwie abgelegen in der Stadt, ne? Und der hat gerade frisch geheiratet und keine Ahnung, hat einen Mindestlohn von, keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall, der Mietpreis entspricht dem Mindestlohn. Unbezahlbar. Der kann mit seiner Frau, die er frisch geheiratet hat, keine Wohnung anbieten, weil er nicht irgendwie die Ertragskraft dazu hat. Das ist traurig. Klar ist dann hier natürlich der Unmut der Bevölkerung groß. Und die wollen natürlich die Preise wieder unten haben. Ne? Und dann ist ja natürlich auch das Thema Inflation, kommt noch dazu, erschwerend. Aber bleiben wir jetzt nur bei dem Thema der illegalen Einwanderung. Und nicht nur das, weil habe auch dann jetzt auch gelesen, die Einwanderer mieten sich nicht nur eine Wohnung, die mieten sich auch Wohnungen, ja, also machen dann, was sie dann können oder anbieten können, wird dann aus dieser Wohnung heraus angeboten. Es gibt dann halt so Näher, die nähen dann für dich irgendwas, Klamotten, irgendwas, nähen die zusammen, Loch zusammen oder irgendwas. Näher oder es gibt Nagelstudios, die werden auch privat gemacht hier in irgendwelchen Wohnungen, illegal oder legal.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird Wohnraum weggenommen. Es geht ja sogar so krass, ja. Man mietet dann so richtige Riesenteile so und hat dann ein Callcenter draus gemacht und etc. Ich will jetzt keinem irgendwas sagen, ne? Ich sage einfach nur das Problem der Bevölkerung hier in Türkei. Und eigentlich ist es auch das Problem auch in Europa, aber ist egal, das ist das gleiche Problem. Nur mit dem Unterschied, dass die Türken hier sehr nationalistisch veranlagt sind. Also man ist stolz, ein Türke zu sein. So. Und manch einer würde dazu irgendein komisches Wort verwenden. Fängt mit N an, hört mit I auf, aber ist egal. Ne? Ich finde Patriotismus ist eine gute Sache. Und so wie ich mich selber schütze, weißt du, sollte auch die Nation sich schützen. Ach, will ja jetzt gar nicht politisch werden oder abschweifen, ist egal. Nun ja, Türkei ist dann halt ein bisschen findiger, sage ich jetzt mal, mit der illegalen Einwanderung und hat dann mit einer 70-prozentigen Erfolgschance, haben die schon letztes Jahr komplett 120.000 illegale Einwanderer gefunden und abgeschoben. So, jetzt gehen wir mal zu einem Thema legale Einwanderer. Das Problem ist ja nicht mit diesen 120 Illegalen gelöst. Und es sind ja nicht, die Legalen machen ja auch ein Problem. Und das Problem ist dabei, die nehmen ja Wohnraum weg, machen ihr Geschäft in Privatwohnungen. Ja? Das führt leider dazu, dass Wohnraum noch mehr weg ist von der Bevölkerung. Und ich kann an unserem eigenen Leibe kann ich aus Erfahrung sagen, die türkischen Vermieter sind genauso Geldgeier. Ne? Wir haben für 600 Euro, ja, das ist ein teurer Preis gewesen, ja, haben wir hier eine Wohnung angemietet. Die Vermieterin, ja, hat dann durch diesen Ukraine-Krieg und den Ansturm von Ukrainern und Russen hat sie nur noch Dollarzeichen gesehen. Gibt's ganz viel Kohle, ich will sie haben. Und was ist? Geht nicht mit 600 Euro. Ich will dich raushaben. Die hat Sachen gemacht bei mir, ne? Also, die wollte Strom abstellen, Wasser abstellen, die wollte die Schlösser austauschen, die wollte ihre Freunde vorbeischicken, ihren Ehemann hat sie nur ganz schwer zurückhalten können, weißt du, so, weil ich nicht raus will und so einen Scheiß. Ich war beim Anwalt gewesen, klar, und habe nach der rechtlichen Situation gefragt und es ist kein Problem. Wenn man pünktlich, die Miete zahlt, ja, kann man einfach den Vermieter blockieren und es ist scheißegal. Die Vermieter können auch nicht eindringen oder etc., weil das ist eine Straftat, 5 Jahre wird man da belangt und man ist eigentlich recht safe hier. Aber ich muss sagen, die Türken sind total pränitent hier. Es nervt total. Ich hätte die Alte einfach nur blockieren sollen, ne? Und dann, keine Ahnung, ne? Aber ja, ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht. Ich wollte meine Ruhe haben, klar. Jeder will seine Ruhe haben, friedliches Leben etc. Und ja, wir haben uns dann halt was Neues gesucht, ne? Klar. Deswegen auch die ganzen Umzüge, bla bla bla. Oh Gott. Ja, aber das ist das Problem, ne? Druck. Und mein damaliger Nachbar, ja, da wurde der Preis auf 1000 Euro wollte der dann haben, aber das war ein Türke gewesen, der war Freundschaft oder keine Ahnung, ist dann einfach ausgezogen irgendwo hin, keine Ahnung, da wollte auch von 6, also keine Ahnung, was er bezahlt hat, aber er wollte 1000 haben, ne? Und hat mir dann, wo ich ihn nochmal getroffen habe, gesagt so, kann ich nicht zahlen, ich muss weg. Und bei uns, jetzt im Nachhinein, ne, die wollte 2000 Euro haben, die hat echt Lampen durchgeknallt, ich weiß es nicht. Ja,
naja, auch das Problem dabei ist, ne? Die ganze Versorgung in ja, ganz Türkei würde ich sagen, ne? Nicht nur hier in Alanya, ist einfach in Mitleidenschaft. Ich meine, die Lehrer, die verdienen einfach nicht viel, die Krankenschwestern auch nicht, die Ärzte auch nicht unbedingt. Ne? Wer kann denn solche horrenden Preise bezahlen? Und gerade hier in Alanya Alanya ist mittlerweile so, ich glaube, das teuerste Städtchen in Türkei geworden. Also die hieß es explodiert alles an Preisen. Und es geht ja ganz schön um Alanya. Auf jeden Fall, es ist ein allgemeines Phänomen. Zu viele Menschen führen einfach dazu, dass die Preise steigen. Das ist ökonomisch so. Da kann man nichts dran ändern. Was macht die Regierung dazu? Die will ja die eigene Bevölkerung schützen. Die will ja natürlich die Versorgung von Krankenhäusern gewährleisten, von Lehrern gewährleisten, von Polizisten, von Feuerwehr und Gott weiß was. Die verdienen alle nicht viel. Auf jeden Fall nicht so viel, ja, dass man diese horrenden Mietpreise zahlen kann. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, die Preise sind einfach zu hoch geworden, also gestiegen, ja. Abgesehen von den illegalen Einwanderern will man auch an die legalen Einwanderer rangehen, gerade die Leute auch, die sich irgendwo in irgendwelchen Wohnungen irgendwelche Geschäftsmodelle da etabliert haben und wieder Wohnraum klauen, ja, der Bevölkerung. Man möchte echt die Preise irgendwie erträglich gestalten für die ganze Bevölkerung. Und ich habe heute eine Nachricht bekommen. Ich habe von Gökçe Darese, ja, nicht direkt eine Nachricht bekommen, dass sämtliche Ikamet Leute, die das verlängern wollen, ab jetzt nicht aufgrund einer Mietswohnung ihr Ikamet verlängert bekommen. Die jetzt ein Ikamet haben, erstmal die Rentner, die neu kommen, werden wohl auch auf Mietbasis kein Ikamet bekommen. Die Rentner, die schon seit, ich weiß es nicht, ich habe irgendwas von 3, 4, 5 Jahren gesehen, gehört, das ist noch nicht so 100%, ich weiß nicht, langfristig oder ein Jahr, keine Ahnung. Die Rentner werden jetzt natürlich nicht abgeschoben oder das Ikamet wird verlängert werden. Aber alle anderen, die da drunter liegen, also 67 Jahre oder was so in Europa so üblich ist, die werden sich umgucken müssen nach einer anderen Wohnung, nein, Entschuldigung, nicht nach anderer Wohnung. Die werden überhaupt nicht wohnen können hier, sondern nur noch auf Urlaubsbasis da sein, 3 Monate oder was, ich weiß es nicht. Und dann leider gehen müssen. Ikamet zu bekommen, wird immer schwieriger hier. Ja, bei uns persönlich wird es auch ein Fragezeichen werden. Wir machen auf, wie sage ich das? Wir machen eine auf Familie und mal gucken, nicht wir machen, die Begründung ist nicht Tourismus, sondern Familie. Und ich muss da mal gucken, ich hab mich noch gar nicht schlau gemacht, wie das 100% da läuft. Aber man geht an die Leute ran. Man möchte auf jeden Fall es für die Bevölkerung hier erträglicher gestalten. Und ich denke, es ist wahr. Also der Typ, der ist eng verbunden mit der Ausländerbehörde und der ist nahe dran und versucht ganz viele Ikamets zu bekommen. Und er hat das dann halt gehört und hat mir gesagt, dass keine Verlängerung auf Mietbasis mehr stattfinden wird. Ich möchte keine Urteile dazu abgeben, wie ich es gut finde oder schlecht finde. Ich meine, ihr habt alle Argumente gehört. Jeder will geschützt werden
Und ich habe da keine Meinung. Jetzt würde ich mich wahrscheinlich nur unbeliebt machen oder, keine Ahnung, beliebt machen, ich weiß es nicht. Ist alles immer gespalten, so je nachdem, wie ihr denkt, ne? Ist ja logisch. Ja, wir werden auch mal gucken müssen. Ne? Es rumort die ganze Zeit und jeder will irgendwie was bewerkstelligt bekommen. Ne? Und es stehen ja auch hier demnächst Wahlen an in ein paar Monaten. Und die Forderungen gehen ja schon so weit sogar, dass es, ich will jetzt keine Partei nennen, dass die türkische Staatsbürgerschaft auf 1 Million erhöht werden soll. So, das ist dann so die Meinung. Also man will ja eigentlich gar nicht verwenden, weil das einfach der türkische Pass wird einfach nur verschenkt. War früher so, mit $250.000 oder was, wurde erhöht auf $400.000. Aber die Stimmen, die sagen, das ist zu wenig alles und soll dann halt auf 1 Million erhöht werden. Also man versucht eine Menge zu tun, um die Preise hier in Türkei zu senken. Und ich bin der Meinung, also ich denke, es wird tatsächlich so sein. Also ich habe leider nichts in der Hand. Ich kann leider nichts euch geben in die Hand. Aber wie sagt man so schön, ja? Wir haben, so leben wir die ganze Zeit schon, befürchte das Schlimmste und hoffe auf das Beste. In diesem Sinne. Einen schönen Abend wünsche ich euch trotzdem noch. Bis dahin.